Mitten auf dem weiten Ozean, auf einem großen Fischerboot, vollführte ein junger Mann eine Aktion, die allen um ihn herum vor Aufregung den Atem stocken ließ. Die Geschichte beginnt, als eine arme Möwe beim Fliegen versehentlich in einem Eisenhaken eines Segels hängen blieb. Es hing gefährlich am Ende der Stahlstange, sein Körper schlug verzweifelt um sich, seine Flügel waren zerknittert und sein Schnabel war vor Schmerz geballt. Viele Leute auf dem Boot dachten, es sei nur ein kleiner Vogel und man müsse sich keine Sorgen machen. Doch der freundliche junge Mann ignorierte ein schwaches Geschöpf nicht, das um sein Leben kämpfte. Ohne zu zögern begann er, den hohen Mast zu erklimmen und folgte dabei der rutschigen Eisenstange, die über die Seite des Schiffes hinausragte. Keine Sicherheitsausrüstung, kein Sicherungsseil, nur ein Ausrutscher könnte ihn in die Tiefe stürzen lassen. Der starke Wind und die Wellen, die gegen das Boot schlugen, ließen alles noch mehr schaukeln. Doch der junge Mann bewegte sich weiter vorwärts, senkte mit jedem Schritt seinen Schwerpunkt und hielt auf der kalten, nassen Metalloberfläche das Gleichgewicht. Seine Hände umklammerten die Stahlseile, die das Segel hielten, und jeder Muskel war fest angespannt. Schließlich erreichte er die Stelle, an der der Vogel feststeckte. Ohne Eile schnitt er vorsichtig mit einem Messer die Angelschnur durch, die fest um den Schnabel gewickelt war, ließ sie jedoch nicht frei fallen. Er hielt das Tier fest und kehrte zum Rumpf zurück. Die Rückreise war noch schwieriger als zuvor, da der junge Mann sich nun nur noch mit einer Hand festhalten konnte. Der Vogel war so in Panik und Angst, dass er ständig mit den Flügeln schlug, woraufhin der Mann für einige Augenblicke taumelte, als würde er jeden Moment stürzen. Das gesamte Deck schien zu verstummen, beobachtete jede seiner Bewegungen und atmete erleichtert auf, als er schließlich sicher zurückkehrte und die verletzte, aber noch lebende Möwe in seinen Armen hielt. Bei näherer Betrachtung stellte der junge Mann fest, dass der Haken die Schnabelspitze durchbohrt hatte und das Tier dadurch daran gehindert war, sein Maul zu öffnen. Wäre es nicht rechtzeitig gerettet worden, wäre es vor Schmerzen verhungert. Mit ruhiger Hand entfernte er den Eisenhaken schnell und vorsichtig mit einer Zange. Glücklicherweise durchbohrte der Haken nur die äußere Keratinschicht und berührte nicht den Nerv. Sobald der Haken entfernt war, schien der Vogel aufzuwachen, öffnete zum ersten Mal seit vielen Stunden der Qual seinen Schnabel und stieß einen lauten Schrei über das Deck aus. Die Möwe schlug leicht mit den Flügeln, umkreiste das Boot zur Begrüßung und tauchte dann plötzlich ins Meer ein, wobei sie ein paar bewegter Augen zurückließ. Der junge Mann rettete nicht nur ein kleines Leben, sondern entfachte auch ein großes Feuer des Mitgefühls. Nicht jeder wagt es, für ein kleines Lebewesen Risiken einzugehen, aber manchmal sind es die scheinbar kleinen Dinge, die einen großen Unterschied machen. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Geschichte zu lesen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen.